Hallo meine lieben Freunde der Modelleisenbahn. Heute geht es weiter mit den alten Zügen der Pustertalbahn von der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwende. Und zum Abschluss gibt es einen kleinen Überblick über meine Athearn John Deere Sammlung. In der ersten Folge haben wir uns den Flirt Mehrsystem Niederflurtriebzug angeschaut, der die Pustertalbahn seit 2008 prägt. Bevor wir zu Beginn der 2000er Jahre die neueste Wendezuglokomotive E464 bekommen haben, waren noch die üblichen Züge aus den 80er Jahren im Einsatz. Der Wendezug fuhr seit 97, aber zuerst noch mit der alten E424er Lokomotive in der MDVE-Lackierung. Die Mitteldistanz-Mitteleinstiegswagen hatten noch die originale MDVC-Lackierung der 80er Jahre. Die E-Lok-Baureihe 424 stammt noch aus der Nachkriegszeit und wurde zwischen 1943 und 1951 gebaut. Die Originallackierung war eigentlich gelbbraun, aber mit einem dunkelbraunen unteren Bereich. 1986 wurden die alten Lokomotiven mit einer modernen Wendezugsteuerung ausgestattet. Sie bekamen eine neue Lichtanlage, den MDVE-Anstrich für Mitteldistanzreisezüge mit Endeinstieg und das schräge 80er-Jahre-Logo der Staatsbahnen. Das alte Rolltor an der linken Seite wurde zugeschraubt. Das Modell ist von Rivarossi. Die Lokomotive mit der MDVE-Farbgebung zog bei uns immer 3 Reisezugwagen mit der MDVC-Lackierung. Die Wagen wurden 1980 in Dienst gestellt. Mitteleinstiegs- und Endeinstiegswagen hatten eine unterschiedliche Farbgebung. Der dritte Waggon war immer ein Halbsteuerwagen mit einem Wagendurchgang in der Mitte und links und rechts 2 schmalen Führerständen. Früher musste nämlich jeder Zug mit 2 Lokführern besetzt sein. Auf der Rückfahrt talauswärts war der Steuerwagen immer an der Spitze des Zuges. Der ganze Zug ist von Rivarossi. Die Lokomotive, die Doppelpackung Waggons und der Steuerwagen. Den Erste-Klasse-Waggon musste ich allerdings wieder verkaufen, weil er auf unserer Strecke nie im Einsatz war. Hier gibt es noch einen Blick auf das Streckentelefon mit einem Schaffner. Und hier sehen wir ein übliches Lichtsignal der ersten Kategorie. Zur MDVC-Lackierung passt der leichte Elektrotriebwagen ALE 582 und der unmotorisierte Beiwagen LE 562. Diese Garnituren, Baujahr 1987, waren auf unserer Strecke kurzzeitig im Jahr 2000 im Einsatz. Es gab damals kein Fertigmodell und so habe ich mir Triebwagen und Beiwagen aus einem Plastikmodellbausatz selbst gebaut und lackiert. Es waren die originalen Farben dabei, es stehen 2 unterschiedliche Lackierungen zur Auswahl, die Streifen und Beschriftungen sind Abziehbilder. Die Fensterrahmen habe ich mit einem Silberlackstift nachgezogen. Das Modell ist mit Motor und Licht voll funktionsfähig. Sogar die Stromabnehmer musste man aus Metallteilen selbst zusammenbauen. Als starke Mehrzweck-E-Lok war die 633 im Einsatz. Hier vor einem Autogüterzug, der von 1991 bis 1999 die in Polen hergestellten Fiat 500 über unsere Strecke nach Turin transportierte. Die Lokomotive, Baujahr 1980, hat 6 Achsen auf 3 Drehgestellen. Das Original hat auf jedem Drehgestell einen Motor. Beim Modell sind 2 Drehgestelle mit Kardanwellen angetrieben. Diese Baureihe wurde Tiger genannt.
Man sieht hier, wie wunderbar dieses Rivarossi-Modell bedruckt ist, detailliert bis zu den Typenschildern. Vorne sieht man noch das alte 70er-Jahre-Logo der Staatsbahnen. Jede kleinste Einzelheit ist wirklichkeitsgetreu nachgebildet. Bei den Prototypen wurden Einholm-Stromabnehmer getestet, weil am Dach wenig Platz ist. In der Serienanfertigung kamen dann doch wieder die bewährten Pantographen Typ 52 zum Einsatz. Meine alte Lima-Lok habe ich sofort verkauft, als dieses neue Modell herausgekommen ist. Man sagt, dass unsere Strecke hauptsächlich wegen dem Güterverkehr elektrifiziert worden ist. Sie wurde in den 90er Jahren regelmäßig für den Transport des neuen Fiat 500 ausgenützt. Das war damals die einzige kantige Modellreihe von diesem Kleinwagen. In Wirklichkeit waren 16 Autos auf einem Waggon geladen. Ich habe hier nur 14 hinaufgebracht. Es sind dreiachsige Gelenkwaggons mit 2 Ladeebenen des italienischen Transportunternehmens Sitfa. Der Tiger war in den 80er und 90er Jahren unsere modernste Lokomotive mit 3 Motoren. Daneben sah man ab und zu noch ältere Loks, wie die E656 von 1975 mit 12 Motoren und einem Gelenk über dem mittleren Fahrgestell. Die Besonderheit war damals der elektromechanische Stufenschalter mit automatischer Anfahrsteuerung. Man erkennt gleich das ältere Design der älteren und schmalen Frontpartie. Der Spitzname dieser Lok ist Cayman. Die Comicfigur ist wie beim Tiger auf der linken Seite des Führerhauses aufgeklebt, wo es keine Einstiegstür gibt. Diese Lokomotive wurde gleichzeitig für Schnellzüge und Güterzüge verwendet. Daneben tauchte immer wieder die ältere Schwester E645 auf. Sie stammt aus den 60er Jahren mit der noch älteren Frontpartie. Die gelbbraune Originallackierung heißt auf Italienisch Isabella. Der Name ist viel schöner als die Farbe. Ich habe die Handgriffe noch nicht aufgesteckt. Wir stellen jetzt die 3 E-Loks nochmal zusammen. Der moderne Tiger war für den Normalbetrieb auf unserer Strecke zuständig. Die alten Loks halfen aus oder brachten den Nachtzug aus Rom. Beim Cayman hängen wir einen modernen Schlafwagen an. Transero Notte mit blauem Dach, wie er Ende der 90er Jahre verwendet wurde. Ein Schlafwagen der Bauart DS2 mit 15 Abteilen und 34 Betten. Bei der älteren Lokomotive hänge ich den klassischen Schlafwagen Typ MU an, mit der wunderschönen alten Lackierung von 1981, mit den geschwungenen Fiat-Drehgestellen und dem Aluminiumdach. Dieser Schlafwagen hat 12 Dreierabteile mit 36 Betten. Dazu hänge ich noch einen alten Liegewagen an, in der schiefergrauen Lackierung der 70er Jahre, mit dem alten Staatsbahnlogo. Die Lokomotive 645 ist ein altes Modell von Rocco aus dem Jahr 2005. Ich habe es mir gebraucht gekauft, aber die vielen Handgriffe und Zurüstteile sind immer noch original verpackt und ich habe sie noch nie montiert. Die Gelenkslokomotiven passen sich wunderbar an den Kurvenradius an. Die Standardreisezugwagen haben da ja bekannterweise viel größere Probleme. Das saisonale Nachtzugpaar aus Rom für die Skifahrer im Winter und Urlauber im Sommer wurde normalerweise von der Lokomotive E656 gezogen. Die E645 in der Originallackierung kam daneben bis Ende der 90er Jahre aushilfsweise zum Einsatz.
Die ÖBB-Reihe 1822 von 1990 ist eine der ersten Zweisystemloks, die für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr gebaut wurden. In der Lokmitte ist ein Stromabnehmer der Bauart 7 für das 15 Kilovolt Wechselstromnetz und an den Lokenden gibt es 2 Stromabnehmer italienischer Bauart für das 3 Kilovolt Gleichstromnetz. Es waren 80 Einheiten geplant, aber als die rollende Landstraße über den Brenner 1992 eingestellt wurde, hatte die ÖBB überhaupt kein Interesse mehr an diesen Lokomotiven. Und die 5 Prototypen wurden seit 96 für den untergeordneten Dienst bei den Regionalexpresszügen auf unserer Strecke eingesetzt. 2006 wurden sie wieder ausgemustert. Dieses Modell hat Jägerndorfer 2009 herausgebracht. Der Eisenbahnfotograf Francesco Pozzato hat 2011 dieser legendären Lokomotive ein ganzes Buch gewidmet und hat ihr den Spitznamen »Die Tirolerin« gegeben, weil sie hauptsächlich in Tirol verwendet wurde. Francesco Pozzato hat viele wundervolle Bücher über die Pustertalbahn herausgegeben. Das ist aus dem Jahr 2007, das ist das Standardwerk von 89 mit der Geschichte von den Anfängen bis zur Elektrifizierung. Und dann gibt es noch ein älteres Buch von 1985, in dem auch die Nebenbahnen ausführlich behandelt werden. Zum 150-Jahr-Jubiläum gab es noch ein Buch von Martin Kofler über die Anfänge der Pustertalbahn. Neben den österreichischen Korridorzügen zwischen Innsbruck und Lienz gab es bis September 1989 den Direktzug nach Wien. Bis 1996 wurde er auf unserer Strecke von italienischen Lokomotiven gezogen. Mit diesem Intercity Pustertal bin ich selbst jahrelang nach Wien gefahren. Ich habe hier noch den Zugbegleiter mit dem Streckenverlauf und das Schild habe ich am Flohmarkt gefunden. Früher wurden die österreichischen Züge auf unserer Strecke von Dieselloks gezogen. Typisch war die Reihe 2043. Mit dem 27. Mai 1989 begann der elektrische Betrieb auf unserer Bahnstrecke. Als Leichtpersonenzüge fuhren die Elektrotriebwagen ALE 840. Sie wurden in den 50er Jahren gebaut, die Stirnseiten hatten eine schöne abgerundete Form mit abgedeckten Kupplungen und einem Mitteldurchgang zwischen den 2 Führerständen. Die Triebwagen konnten beliebig aneinander gehängt werden. Der Wagenübergang hatte einen langen Faltenbalg. Es wurde häufig der kleine Beiwagen LE 640 verwendet. Der Beiwagen hatte auf einer Seite auch wieder 2 Führerstände. Bei einer Zweiereinheit wurde er als Steuerwagen verwendet. Bei einer Dreiereinheit war er der Mittelwagen zwischen 2 Triebwagen. Es gab noch den zweiten Beiwagentyp, den größeren LE 840, in der Größe des Triebwagens ohne Motor. Diese Garnituren waren bis 2000 im Einsatz. Ich bin jahrelang damit in die Schule gefahren und erinnere mich noch gut an die knackenden Fahrgeräusche, die weichen Kunstledersitze, die überheizten und verrauchten Züge im Winter und die offenen Fenster im Sommer. Die Triebwagen und Beiwagen 840 sind Modelle von V-Trains. Der kleine Beiwagen 640 ist ein Modell von Oscar. Ihr habt schon gesehen, dass die Farben und die Bälge der verschiedenen Firmen nicht richtig zusammenpassen. In den 80er Jahren gab es auf unserer Strecke den Dieselbetrieb. Für den Personenverkehr gab es die Dieseltriebwagen ALN 668 aus der Serie 1700.
Baujahr 1971. An den Stirnseiten gibt es wieder links und rechts einen kleinen Führerstand und in der Mitte einen Wagendurchgang mit einfachen Klapptüren und Faltenbälgen. Die Triebwagen hatten 2 Iveco Dieselmotoren mit 115 Kilowatt. Die Einstiege hatten Falttüren mit einer Mittelsäule. Es gab 68 Sitzplätze. Hinter dem Führerstand war noch ein Gepäckabteil mit einem Rollladen. Diese Triebwagen waren von März 1972 bis Mai 1989 das Rückgrat des Personenverkehrs auf unserer Strecke. Nach der Elektrifizierung wurden sie nicht ausgemustert, sondern nach Verona überstellt. Für die Güterzüge wurde seit 1977 die Diesellok 345 verwendet. Immer mit dem typischen Begleitwagen. Hier habe ich Getreidewaggons angehängt. Wir hatten ja bis zur Jahrtausendwende Getreideanlieferungen mit der Bahn. Ein fixes Inventar am Bahnhof war die kleine Verschublokomotive 214, die 1978 in Dienst gestellt wurde. Mit einer Leistung von 95 Kilowatt wurde sie für Verschubarbeiten bei der Beladung von Güterzugwaggons verwendet. Auf allen Seiten hatte die Lok praktische Trittbretter, Geländer und Haltegriffe. Die Diesellokomotive 345 ist hier vorbildgerecht mit 2 Lokführern besetzt. Bei diesem Rocco-Modell habe ich wieder die Haltegriffe nicht montiert. Es ist eine zuverlässige Güterzuglok, Baujahr 1974. Vor diesen neuen Loks waren seit Januar 1975 noch 2 Jahre lang die alten Loks D341 in Betrieb. Baujahr 1957 mit einem interessanten Wagenübergang an den Stirnseiten. Die österreichischen Korridorzüge wurden seit 1970 von der Diesellok 2043 gezogen, hier mit einem typischen Schlierenwagen mit Zierleiste. Vorher wurden verschiedene Dieseltriebzüge verwendet. Der schönste darunter war der legendäre Blaue Blitz der Baureihe 5145, der bei uns von 1967 bis 1969 unterwegs war. Er bestand aus einer zweiteiligen Einheit mit Triebwagen und Steuerwagen. Der Blaue Blitz wurde von Simmering Graz-Bauker gebaut. Von den italienischen Staatsbahnen wurden vor dem Zweiten Weltkrieg bis März 1972 für den Leichtpersonenverkehr die Dieseltriebzüge der Reihe ALN 556 des Herstellers Breda verwendet. Baujahr 1938. Sie waren meist als Triebwagenpaare im Einsatz, hatten aber keinen Wagenübergang. Jeder Wagen hatte 58 Sitzplätze. Bei meinem Modell sind die 2 Garnituren mit Metallhaken zusammengehängt. Es ist noch ein älteres Modell von Rivarossi aus dem Jahr 1993. Ich habe das Modell nicht ausgetauscht, weil ich mit dem Detaillierungsgrad zufrieden bin. Andere Modelle von Rivarossi habe ich ersetzt, als neuere, detailliertere Modelle herausgekommen sind. Dazu gehört die legendäre Dampflokomotive der Baureihe 741, die von 1958 bis 1975 die typische Mehrzwecklokomotive auf unserer Bahnstrecke war. Mit 4 angetriebenen Achsen und nur einer einzigen Laufachse. Ideal für unsere kurvenreiche Gebirgsstrecke. Es gab an der Rauchkammer keinen Kamin. Der Rauch wurde durch einen zweiten Kessel unter dem Dampfkessel abgezogen, dem sogenannten Franco-Crosti-Vorwärmer. Der Kamin war an der rechten Seite angebracht, nicht schön, aber zweckmäßig.
Der Führerstand war offen, der vierachsige Schlepptender hatte 2 Drehgestelle, er fasste 6 Tonnen Kohle und 22 Kubikmeter Wasser. Im Lokomotivbetriebswerk Franzensfeste waren 8 dieser Loks stationiert. Mit dem typischen höher gesetzten Kessel und dem seitlich angebauten Kamin. Dieses Modell hat unter dem Wasserdeckel die Schalter für die Lichtfunktionen. Hier sehen wir nochmals den Kamin. Wir lassen die Lok einige Male vor- und zurückfahren, damit wir die Bewegungen vom Gestänge beobachten können. Mit dem Franco-Crosti-Vorwärmer ist die Leistung der Lokomotive um 12% höher und der Kohleverbrauch niedriger. Von den 80 Lokomotiven der Baureihen 741 sind heute nur noch 2 erhalten. Dieses Modell hat einen Schneepflug, hier sehen wir den typischen Wasserkran, angehängt habe ich einen zweiachsigen Gepäckswagen und 2 Centoporte-Waggons in der schiefergrauen Farbe der 60er Jahre. Die sogenannten 100-Türer hatten in Wirklichkeit nur 14 Außentüren. Hier sieht man, wie die Baureihe 741 aus der älteren Lok 740 umgebaut wurde, mit höher gestelltem Kessel und abgeschnittenem Sanddom. Zwischen 53 und 60 wurden 80 Lokomotiven umgebaut. Obwohl die beiden Loks von Rivarossi fast zur gleichen Zeit herausgekommen sind, ist die Verpackung der 740er fast doppelt so groß als die der 741er. Die 740er wurde 1911 auf der Weltausstellung von Turin vorgestellt und vor und nach dem Ersten Weltkrieg bis 1922 gebaut. Sie war mit 470 gebauten Stück die häufigste Lokomotive Italiens. Sie erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und hatte eine automatische Druckluftbremse und eine Dampfheizung für die Reisezüge. Wir lassen jetzt die Lok wieder einige Male vor- und zurückfahren. Für die ältere Lok habe ich einen vierachsigen Gepäckwagen und 2 Centoporte-Waggons. In Waggongrün, das war die erste Einheitslackierung der Staatsbahnen von 1907. Ich habe die 740er selbst bei verschiedenen Sonderfahrten gefilmt, das letzte Mal zum 150-Jahr-Jubiläum der Pustertalbahn am 2. Oktober 2021 sogar in Doppeltraktion. Im zweiten Teil des heutigen Videos schauen wir uns die Athearn John Deere Modelle an. Vor 15 Jahren bekam man diese amerikanischen Metallmodelle bei Konrad und bei Noch. Ich habe mir alle Modelle aus der Serie gekauft und wollte damit ein kleines Diorama zusammenstellen. In Deutschland begann die John Deere-Geschichte in Mannheim mit dem Bulldog von Heinrich Lanz. Der robuste Einzylinder-Zweitakt-Glühkopfmotor mit Wasserverdampfungskühlung wurde zuerst stationär verwendet. Bei diesem Saller-Modell für einen Generator oder man kann auch die typische Dreschmaschine antreiben. Hier ist der erste Ackerschlepper, der Schmieröl Bulldog Typ HL von 1921 mit 12 PS. Der HB Acker Bulldog mit Knicklenkung und Allrad von 1923,
ein Wasserwagen, der Großbulldog mit 22 oder 38 PS. Nach diesem letzten wunderbaren Salles-Martel-Modell kommen wir zu den Plastikmodellen. Hier ist ein Bulldog von Viking und der Eil-Bulldog von Brekina. Dieser hier hat den Holzvergaser. Der D2016 Volldiesel von 1955 und der 2016 von Preiser, dazu farblich passend ein Anhänger. 1956 übernahm John Deere die Aktienmehrheit und der 2016er wurde grün. Ich habe noch einen Opel als John Deere Lanz Kundendienstauto. Dann gibt es noch den üblichen Bulli D1 und einen Opel Blitz-LKW mit Pritsche. Jetzt kommen wir zu den amerikanischen Metallmodellen. John Deere hat ja das Traktorgeschäft 1918 von der Firma Waterloo übernommen. Der Waterloo Boy mit 25 PS Zweizylinder Kerosinmotor. Der Reinkulturentraktor GB von 28. Das Modell D wurde 30 Jahre lang in Iowa produziert. Das Modell B von 35 war mit 306.000 Stück das meistverkaufte. Genauso hatte das Modell G die zentral gelagerte Vorderachse. Das Modell 50 von 52 hatte bereits Regelhydraulik. Der 60er war das letzte Modell in vollständig grüner Farbe. Der 520er hatte auffällige gelbe Seitenteile, die 10er-Reihe wurde in den 60ern als neue Generation vorgestellt, die 20er-Reihe war 67 die erste Mannheimer Produktion ohne Lanz-Schriftzug. Hier ist noch ein Ford Getreide-LKW, ein Ford Kastenwagen mit John Deere-Werbung und zum Schluss hier noch ein Doppeldeckerflugzeug von 1930. Jetzt kommen wir zu den neueren Modellen. Da habe ich eine Schuko-Ausführung mit der legendären SG2-Kabine von 1981. Der 6420 von 2002 ist ein neues Modell, der größere 6920 von Viking und hier ist der 8345R von 2009 von Schuko. Bei den Metallspielmodellen von Sico stören die grob geformten Plastikteile, der 8530 von Viking. Hier noch ein Modell von Sico, das relativ gut ausschaut. Dann habe ich hier noch zwei Raupentraktoren, der 9420T von 2002 und der 8345RD von Schuko. Jetzt kommen wir zu den Knicklenkern. Hier ist einer von Sico. Dann kommt ein Knicklenker von Athearn. Und hier ist nochmal der Sico-Knicklenker in der Großpackung mit der Gruber-Scheibeneckenkombination. Ein Herper-Modell mit einem Zweiachskipper und zum Schluss noch der große Dreiachskipper von Sico. Jetzt kommen wir zum älteren Athearn Mähdrescher 7700. Dann kommt der neuere 9510 mit dem achtreihigen Maisvorsatz von Ertl. Dann habe ich noch den Maishäcksler 7800 von Herper. Es gibt noch verschiedene Sattelschlepper von Ertl und Sico. Hier der Sico-Sattelschlepper mit zwei 6820er Traktoren. Hier ein Ertl-Sattelschlepper mit einem Aufbau und Werbung für den Raupentraktor und ein Tieflader mit zwei alten 4020er Traktoren. Jetzt kommen die Baumaschinen dran. Zuerst ein kleiner Raupenschlepper, dann eine kleine moderne Schubraupe mit Kabine, ein kleinerer Radlader, der Grader,
und ein großer Forsttraktor. Forstmaschinen gibt es auch bei Siku, einen Harvester und einen Forwarder. Für ein Diorama mit einer Traktorausstellung habe ich mir amerikanische Figuren gekauft. Für die Unterhaltung sorgt eine Westernband. Als Ehrengäste schaut das ehemalige Präsidentenpaar vorbei. Hier habe ich ein Polizeiauto von Illinois, wo John Deere in Moulin seinen Sitz hat. Aus dem Airstream-Wohnwagen kann man einen Imbissstand bauen. Und verschiedene Pickups dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Diorama könnte man auch gut zu einer Eisenbahnanlage ausbauen. Ich habe hier ein John Deere Retro-Werbezugset mit einer Stromlinien-Diesellokomotive mit Retro-Werbeaufdruck, ein Güterwagen, ein Caboose-Wagen, ein Kesselwagen und ein Flachwagen mit 2 alten John Deere Traktoren. Ich habe mir dieselbe Lokomotive noch ein zweites Mal gekauft, damit ich sie in Doppeltraktion verwenden kann. Die amerikanischen Lokomotiven haben die typische Klauenkupplung, auch im Modell. Der Führerstand ist mit einer Glühlampe beleuchtet. Auf der Vorderseite und auf den Seiten haben wir den uralten John Deere Werbeaufdruck von 1937. Bei dieser Gelegenheit werfen wir jetzt auch noch einen Blick auf die Traktoren. Von Athearn sehr schöne Metallmodelle mit einigen netten Details und schönen Aufdrucken. Das zweite Zugset ist eine moderne Diesellokomotive mit einem neuen zusammengelegten Mähdrescher und einem Traktor auf dem Flachwagen. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, dass euch der spontane Einschub mit den H0-Modellen gefallen hat. Es ist für mich ein Überleitungsvideo auf die zweite Staffel, die eigentlich auch wieder mit 1:87 Modellen beginnt. Der Carabiniere bekommt Besuch von einem dänischen Kollegen und es fährt der legendäre Bedford Esso Tanklastwagen ein. Kenner wissen jetzt schon sofort, um welches Spielzeug es sich in der nächsten Staffel handelt. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal.